Good morning, friends. Guten Morgen, Freunde. And let's keep going. Lasst uns weitermachen. Let's keep going in the wonderful Passion translation, Colossians. Im Kolosserbrief in der wundervollen Passion-Übersetzung. Remember, you are in a different kingdom. Denk daran, du bist in einem anderen Königreich. Now, that also has a practical application. Das hat auch eine praktische Anwendung. If I go to another country, Wenn ich in ein anderes Land gehe and if I move there, und dorthin ziehe, I can't live anymore by the laws of my country that I come from. dann kann ich nicht mehr nach den Gesetzen des Landes leben, aus dem ich komme. I have to now live by the laws of this new country. Ich muss nun nach den Gesetzen des neuen Landes leben. Because now I'm in that country. Denn ich bin jetzt in diesem Land. So look, you've been moved from the kingdom of darkness into a new kingdom. Du wurdest aus dem Reich der Finsternis in ein neues Königreich versetzt. If you want to experience all the power and the provision of that kingdom, Wenn du all die Kraft und Versorgung dieses Königreichs erleben willst, you have to live according to that kingdom. musst du in Übereinstimmung mit diesem Königreich leben. It's the kingdom of his beloved son. So it's the kingdom where Jesus rules and love rules. Es ist das Königreich seines geliebten Sohnes, also das Königreich, in dem Jesus regiert und Liebe regiert. So that's why if you live against how Jesus modeled for us to live, Wenn du also entgegen dem lebst, wie Jesus es uns vorgelebt hat, you're literally living against the kingdom. dann lebst du buchstäblich gegen das Königreich. Nobody who lives against the kingdom can be a person who is satisfied. Niemand, der entgegen dem Königreich lebt, kann eine zufriedene Person sein. Neither can experience everything that this kingdom has. Noch kann sie all das erleben, was das Königreich bietet. So it's a spiritual truth Es ist also eine geistliche Wahrheit, that God, through Jesus Christ, has taken you out of the kingdom of darkness, dass Gott dich durch Jesus Christus aus dem Reich der Finsternis herausgeholt hat and you don't have to force anymore. He's already put into this new kingdom. und du nicht mehr dafür kämpfen musst, sondern er hat dich bereits ins neue Königreich hineingestellt. That's the truth. Das ist die Wahrheit. But how much you experience does not have to do with that truth. Aber wie sehr du das erlebst, hat nicht mit der Wahrheit zu tun. It has to do with how much you believe and how you apply it. Das hängt davon ab, wie sehr du es glaubst und anwendest. Remember, Denk daran, believe and apply. glauben und anwenden. So many Christians finally convince their hearts to believe, but they don't apply any truth. So viele Christen überzeugen ihr Herz, schließlich zu glauben, aber sie wenden die Wahrheit nicht an. And then they wonder why they don't experience all these wonderful things that we talk about. Und dann wundern sie sich, warum sie all die wunderbaren Dinge, über die wir reden, nicht erleben. But many other Christians, Aber viele andere Christen they really have learned it and now they're believing it and applying it. haben es wirklich gelernt und nun glauben sie es und wenden es an. And they just experience exactly the same. Und sie erleben es dann auch genauso. So ask yourself the question. Stell dir also die Frage, Do you experience the power, the resources, the strength, the wisdom of that kingdom? erlebst du die Kraft, die Stärke, die Weisheit dieses Königreichs? Or do you still experience all the mess in the kingdom of darkness? Oder erlebst du immer noch den ganzen Mist aus dem Reich der Finsternis? Or the mess of your own kingdom? Oder den Mist aus deinem eigenen Königreich? What is your daily experience? Was ist deine tägliche Erfahrung? Well, maybe you need to ask yourself, am I really applying in my daily life to live by the kingdom of Jesus Christ? Vielleicht musst du dich selbst fragen, wende ich es in meinem täglichen Leben an, gemäß dem Königreich von Jesus Christus zu leben? Is Jesus my true king? Ist Jesus mein wahrer König? I, as a citizen of that kingdom, have surrendered to that king. Ich als Bürger dieses Königreiches habe mich diesem König hingegeben. I don't believe anybody can experience the fullness of the kingdom unless they surrender to the king. Ich glaube, dass niemand die Fülle des Königreiches erleben kann, wenn er nicht dem König völlig hingegeben ist. You know, to be put into the kingdom is one thing, In das Königreich hineinversetzt zu sein, ist eine Sache. but you want to experience the power of that kingdom Aber du willst die Kraft dieses Königreiches erleben. every day. Jeden Tag. Look at verse 14. Schau Vers 14 an. For in the Son all our sins are cancelled. Denn im Sohn sind alle unsere Sünden getilgt. I love that they're cancelled. Ich liebe das. Sie sind getilgt. Once things have been cancelled, they cannot be recuperated anymore. Wenn etwas einmal getilgt ist, kann es nicht wiederhergestellt werden. It's gone. Es ist weg. Jesus Christ he's paid the price that every sin can be cancelled. Jesus Christus hat den Preis bezahlt, dass jede Sünde ausradiert werden kann. Why do you ever live with guilt or
with shame from the past. Warum lebst du jemals mit Schuld oder Scham aus der Vergangenheit? Listen, you as a Christian should never allow anybody to put guilt and shame on you because of your sins of the past. Hör zu, du als Christ solltest niemals jemandem erlauben, dir Schuld oder Scham wegen den Sünden deiner Vergangenheit aufzuerlegen. Don't accept it. Tell them it's canceled. Nimm das nicht an, sag ihnen, dass das gestrichen ist. When people look at you and say, look what he did here, look what he did there, tell them it's canceled. Wenn Leute dir sagen, schau, was du hier und da gemacht hast, dann antworte ihnen, das ist getilgt. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. God remembers your sins no more, but the devil remembers them every day. Gott denkt nicht mehr an deine Sünden, aber der Teufel tut es jeden Tag. And if you have people around you that remind you every day of your sins, then obviously they're being tools of the devil. Und wenn du Leute um dich herum hast, die dich immer an deine Sünden erinnern, dann sind sie offensichtlich Werkzeuge des Teufels. So don't listen to the voice of the devil. Also höre nicht auf die Stimme des Teufels. Walk away and say, my sins have been canceled, there's nothing to talk about. Geh weg und sage, meine Sünden sind getilgt, da gibt es nichts mehr zu sagen. Look, then it says, Dann heißt es, and we have the release of redemption und wir haben die Befreiung der Erlösung through his very blood. durch sein eigenes Blut. That is so beautiful. Das ist so schön. The blood has a voice, I write in the book, The New Covenant. Das Blut hat eine Stimme, schrieb ich in meinem Buch Leben aus der Fülle des neuen Bundes. The blood speaks. Das Blut spricht. It speaks forgiven, forgiven, forgiven. Es sagt, vergeben, vergeben, vergeben. Sins cancelled. Die Sünden sind getilgt. I myself have taken care of it, the blood says. Ich selbst habe mich darum gekümmert, sagt das Blut. So it's all resolved. Es ist also alles beseitigt. We need to really learn to live, to rise above the voices of accusation. Wir müssen wirklich lernen, uns über die Stimme der Anklage zu erheben. Because the moment we give in to the voices of accusation, Denn sobald wir den anklagenden Stimmen nachgeben, we are actually defying the cross and the blood. widersetzen wir uns nämlich dem Kreuz und dem Blut. Don't defy the blood and the cross. Widersetze dich nicht dem Blut und dem Kreuz. It's what has cancelled out all of your debts. Es hat alle deine Schuld ausgelöscht. There's peace between you and God the Father Es ist Frieden zwischen dir und Gott dem Vater, because it's all cancelled. weil alles getilgt ist. So today, remind yourself Also erinnere dich heute daran, that you have been completely forgiven. dass dir völlig vergeben wurde. How do we establish these truths firmly in our hearts? Wie gründen wir diese Wahrheit fest in unserem Herzen? By keep praising and thanking Jesus for he has done that. Indem wir Jesus fortwährend loben und ihm danken, dass er das getan hat. So keep saying, Jesus, I thank you, I thank you, I thank you that I'm really forgiven. Also sag Jesus immer wieder, danke, 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 dass mir wirklich vergeben ist. Thank you, everything is cancelled. Danke, dass alles getilgt ist. And then you will begin to experience it. Dann wirst du anfangen, es zu erleben. See you tomorrow. Bis morgen.